Herzlich willkommen zu unserem neuen Video aus Frankreich. Diese Woche sind wir zu Gast bei einer unserer ersten Followerinnen. Wir besuchen Avignon mit einer für uns sehr besonderen Stadtführerin. Und wir erreichen die deutsche Grenze und kommen der Heimat damit Stück für Stück näher. All das und noch viel mehr gibt's nach dem Intro. Bleibt dran! Wir sind Petra und Christoph aus Hamburg. Ein Jahr verbringen wir auf kleinstem Raum mit größtmöglicher Freiheit in unserem Pössl-Kastenwagen. Unser Weg führt uns über den Balkan, durch den Kaukasus und die zentralasiatischen Staaten entlang der Seidenstraße. Auf dieser Midlife-Reise füllen wir weiße Flecken auf unserer persönlichen Landkarte. Filling White Spots eben. Wir verlassen Spanien und freuen uns sehr auf eine Woche in Frankreich. Noch mehr freuen wir uns über die offenen innereuropäischen Grenzen, nachdem wir bei den bisherigen 19 Grenzübergängen teilweise Wartezeiten von bis zu 10 Stunden erlebt haben. Erstaunlicherweise merken wir direkt nach dem Grenzübertritt, dass wir nicht mehr in Spanien sind, denn sowohl die Landschaft als auch die Häuser sehen eindeutig französisch aus. Unser erstes Ziel ist das katalanische Dorf La Roque des Alberes. Dort sind wir eingeladen von Claudia. Als eine unserer ersten Followerinnen ist sie in den letzten 12 Monaten für uns zu einer Art virtuellen Freundin geworden. Und nachdem wir Silvester zufällig nebeneinander, aber leider unbemerkt voneinander auf dem gleichen Platz in Villar de Arzobispo das neue Jahr begrüßt haben, wollen wir nun unsere Begegnung nicht mehr dem Zufall überlassen. Sie und ihr Mann Marc besitzen ein wunderschönes Haus in einer der historischen Gassen des Ortes. Dennoch müssen wir weiter, denn natürlich gibt es auch in Frankreich eine Menge für uns zu entdecken. Zum Abschied versorgt uns Claudia noch mit selbstgekochter Zitronen- und Orangenmarmelade aus eigener Ernte. Dankeschön für eure Gastfreundschaft und hoffentlich bis bald in Hamburg. Guten Morgen aus Avignon. Wir hatten ursprünglich geplant, unten an der Rhön zu stehen. Da gibt es einen Campingplatz und ein paar kostengünstige freie Stellplätze. Leider führt die Rhön Hochwasser, es gibt Überschwemmung. Und daher sind wir jetzt auf diesen Ausweichparkplatz gefahren und haben hier sehr ruhig geschlafen. Sind jetzt auf dem Weg nach Avignon. Wir machen uns jetzt auf zu einer kleinen Stadtbesichtigung und wir haben heute eine ganz besondere Stadtführerin. Wer schon etwas länger mit uns reist, erkennt sie vielleicht wieder. Wir treffen Adele wieder. Sie hat Zentralasien mit ihrem Fahrrad bereist und hat mit uns den Transit durch Russland nach Georgien gemacht, da sie keine Chance hatte, als Bikepackerin ein Visum zu erhalten. Das Video dazu verlinken wir euch hier. Zwischen ihrer 2-Jahres-Radtour und kommenden Projekten wohnt sie bei ihren Eltern in Avignon und freut sich darauf, uns ihre Wahlheimat zu zeigen. Avignon hat knapp über 90.000 EinwohnerInnen und gehört mit der mittelalterlichen Altstadt zum UNESCO-Welterbe. Avignon ist genau so, wie man sich eine französische Stadt vorstellt. Und es fühlt sich an, als liefen wir durch ein entspanntes Petit Paris. Von 1309 bis 1377 war Avignon übrigens Sitz der katholischen Päpste. Zeugnis aus dieser Zeit ist der massive gotische Papstpalast. Und während Christoph zwischendurch ein Online-Meeting hat und arbeitet, nutzen Adele und ich die Zeit, um diesen anzuschauen.
Natürlich denkt jeder, der Avignon hört, sofort an Sur le Pont d'Avignon. Und Adele wundert sich ein bisschen, dass nicht nur sie als Französin dieses Volkslied in der Schule singen musste, sondern auch wir als Deutsche. Als Liebhaber von Straßencafés ist Avignon für uns übrigens ein Paradies. Und trotz der Temperaturen von nur knapp über 10 Grad findet das Leben schon draußen statt. Unser Vanlife-Leben geht weiter und wir freuen uns darüber, immer wieder Stellplätze mit öffentlichen Wasserstellen zu finden. Leider sorgt Christoph an einem dieser Orte für neuen Content der Rubrik Pleiten, Pech und Pannen, nachdem er vermutlich hier nach dem Wasserauffüllen vergisst, unsere Kalle das Kabeltrommel wieder einzuladen. Irgendjemand freut sich sicherlich jetzt darüber. Viele Grüße aus La Chapelle de Ginchy. Wir sind jetzt 1,5 Stunden nördlich von Lyon, sind gestern am späteren Nachmittag hier angekommen und haben die tolle Entdeckung gemacht, dass es in Frankreich, ähnlich wie in Spanien, in den kleineren Gemeinden häufig kostenlose Stellplätze gibt, die zum Teil auch Service anbieten wie Frischwasser- und Grauwasserentsorgung, so auch hier. Wir haben hier ganz ruhig und entspannt geschlafen, werden jetzt hier vermutlich gleich noch mal in die Bäckerei gehen, um ein paar Euros auch in der Gemeinde zu lassen. Und wollten auf jeden Fall euch von diesem Service erzählen. Das ist von der Autobahn, ja, 20 Minuten ungefähr entfernt, aber ich finde, es lohnt sich manchmal dann einfach rechts abzufahren, um ja, einen ganz schönen Platz zu entdecken. Wir erreichen Mulhouse, auch genannt Mühlhausen, was daran liegt, dass die Stadt im Elsass und damit im Dreiländereck Frankreich, Deutschland, Schweiz liegt. Deutsch wird hier, neben Französisch als Amtssprache, als Regionalsprache gesprochen. Mulhouse ist durch Textildruck bekannt und reich geworden. Die 100.000 EinwohnerInnenstadt verfügt rund um den Place de la Réunion über wunderschöne Häuser aus der Renaissance. Klar, dass wir hier das herrliche Wetter und die besondere französisch-deutsche Atmosphäre direkt vor der aus dem 19. Jahrhundert stammenden Stephanskirche genießen.
Zum Wochenende bereiten wir uns gestärkt und mit sauberen Klamotten darauf vor, die finale Grenze auf dem Weg nach Hause zu passieren. Merci et au revoir, France. Das war unsere Woche in Frankreich. Wie ihr hinter uns sehen könnt, sind wir wieder in Deutschland angekommen. Und in der kommenden Woche werden wir jetzt durch Süddeutschland fahren und noch ein paar Freunde besuchen. Und deshalb Gibt es im nächsten Sonntag kein Video von uns, aber in 2 Wochen haben wir ein super Thema für euch vorbereitet. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann wisst ihr, drückt auf die Glocke, abonniert unseren Kanal und wir sehen uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin, tschüss! Tschüss!